Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mit meinem neuen Laser, dem S1 von Xtool, zeigen, wie ihr Stempel gravieren könnt oder Stempelgummi gravieren könnt, damit ihr eure eigenen Stempel machen könnt. Ob das funktioniert, wie gut es funktioniert, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich dachte mir, weil viele von euch ja so wie ich auch vom Papierbasteln herkommen und damit gestartet haben und dass ich ja auch Stempeln ein Thema war, dass ihr da sicher auch gerne wissen möchtet, ob ihr mit dem Laser auch eure Stempel selber lasern könnt, weil mit dem M1 hatte ich es euch ja schon gezeigt. Deshalb dachte ich mir, wir probieren das heute aus. Ich habe vom Material her das von Xtool. Dann nehme ich den grauen für heute. Und was ich als Vorbereitung gemacht habe, ist schon mal ein paar Tests. Und zwar habe ich beim ersten, das ist eine Power von 70, Speed 80, Linien, also die obere Reihe ist alles 100 Linien, aber dann 2 Durchgänge. Die untere Reihe sind 200 Linien, aber dafür nur ein Durchgang. Und eben hier Power 70, Speed 80, Power 80, Speed 70, Power 80, Speed 80, selber hier unten Power 70, Speed 80, Power 80, Speed 70 und Power 80 und Speed 80. Und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt vom Relief her, also wie tief das runter gelasert hat, wie gut sich mein Motiv hervorhebt. Und da habe ich gemerkt, entweder hier mit 100 Linien und 2 Durchgängen Power 70, Speed 80 oder hier unten Power 80, Speed 70, aber dann mit 200 Linien und einem Durchgang. Und ich habe mich schlussendlich entschieden, dass das hier die beste Option für mich ist. Also Power 70, Speed 80, 100 Linien und 2 Durchgänge. Finde ich vom Resultat her ist wirklich gut geworden. Ich habe eine ordentliche Tiefe erreicht. Jetzt müssen wir ja die Datei so vorbereiten, dass wir die auch lasern können. Das heißt, zum Lasern sollte ja das, was ich schlussendlich stempeln will, soll nicht gelasert werden, sondern nur alles ringsherum. Wenn ich jetzt ein Bild nehme, was einfach einen weißen Hintergrund hat, dann sind es meistens Quadrate, ne? Und dann habe ich wirklich das komplette Quadrat ringsherum, was es lasern muss. Und das will ich natürlich nicht, sondern ich will hier möglichst effizient arbeiten und eigentlich nur ein leichtes Offset haben. Deshalb mache ich das jeweils so, dass ich in Procreate kurz Hintergrund einblenden, weiß, hier, so. Das heißt, die Datei selber ist transparent, aber ich habe einen weißen Hintergrund. Und damit ich da ein bisschen sehe, was ich mache, gebe ich hier meistens einen farbigen Hintergrund. Geht dann ein bisschen einfacher, weil ich werde jetzt mit Weiß arbeiten. Und da gebe ich unter mein Motiv eine neue Ebene. Und ich habe hier einfach einen Fineliner Straight ausgewählt, aber hier drüben habe ich den ziemlich hoch eingestellt. Und dann gehe ich einfach hin und zeichne ringsherum eine Linie entlang von meinem Motiv. Das heißt, ich bleibe mit dem Stift eigentlich auf dem Motiv, auf der Linie drauf und dadurch bekomme ich dann ein Offset, weil ich eben den Stift relativ breit eingestellt habe. Voilà, schon haben wir hier eine Linie ringsherum.
Wenn ich den Hintergrund ausblende, seht ihr, dass ich das Motiv plus diese weiße Linie habe. Dann kann ich die beiden kombinieren und das hier als unterteilen, als PNG teilen oder speichern. Ich mache das jeweils in meinen Bildern, weil dann habe ich einen transparenten Hintergrund. Das Weiße ist ja nicht der Hintergrund, sondern das ist Teil von meinem Bild. Von dem her speichert mir das einfach jetzt alles quasi, was ich sehe. Und das kann ich dann nehmen und das in den Creative Space rübernehmen oder da wieder reinnehmen und dann eben auch von schwarz auf weiß, respektive weiß auf schwarz wechseln. Sowas könntet ihr auch machen mit SVGs, wenn ihr die entsprechend vorbereitet, dass ihr quasi ein Offset macht, das ausfüllt und dann die Linien daraus ausschneidet, dann bleiben die auch frei. Na, geht auch. Es gibt viele Varianten, wie man es machen kann. Meine Lieblingsvariante ist das hier. Und übrigens, das ist ein Motiv von Snuff Deluxe, das neueste. Finde ich auch wieder total süß. Von dem her werde ich daraus einen Stempel natürlich nur für mich selber machen. Und dann kann ich hier das Bild reinholen. Ich nehme das hier was eben über meine Fotos rein. Und jetzt seht ihr, habe ich diese weiße Umrahmung. Und was ich jetzt mit dem machen kann, ist ganz einfach hier invertieren. Mache ich jeweils schwarz-weiß. Und so habe ich wunderbar das Bild auch schon so aufbereitet, wie ich es brauche. Respektive fürs Stempeln müssen wir immer dran denken, dass wir das Ganze spiegeln. Und ja, dann kann ich jeweils die Einstellung machen, respektive das in der Größe so verändern, wie ich das gerne haben möchte. Ich habe es wie gesagt schon vorbereitet, deshalb habe ich das wieder gelöscht. Und vielleicht für die Testdateien, was ich gemacht habe hier, ist ganz einfach. Ich habe einen Stern eingefügt, dann habe ich einen Kreis eingefügt, wenn ihr die Shift-Taste haltet, wird es proportional, dann habe ich hier den Stern, also mittig versucht, das reinzupassen und dann mache ich Ctrl+C, Ctrl+V auf dem Mac, Command+C, Command+V und mache den ein bisschen kleiner, weil was ich haben will, ist einfach eine Linie zum Lasern. So, jetzt kann ich da mal sagen, ich nehme das hier kurz weg und richte die beiden aus, dass ich sage horizontal mittig und vertikal mittig. Und dann schneide ich das eine aus dem anderen aus, und zwar hier bei Überlappung trennen. Wenn ich jetzt Flächengravur mache, seht ihr, dass nur das ringsherum graviert wird. Dann kann ich den hier reingeben, hier auch wieder sagen horizontal mittig und vertikal mittig. Ich kann dem auch sagen, ich hätte gerne das als Flächengravur. Und wenn es noch nicht ganz stimmt, könnt ihr auch mit den Pfeiltasten noch ein bisschen das bewegen. Dann haben wir eigentlich schon die Datei, die wir als Test verwenden können. Wie gesagt, ich habe dann hier einfach verschiedene Einstellungen getestet. Und da könnt ihr eben Leistung eingeben, die Geschwindigkeit eingeben, Anzahl Durchgänge und dann die Linien pro Zentimeter. Ich schiebe das kurz ein bisschen beiseite, damit wir hier was sehen. Und hier meinen Stempel, da wollte ich, dass es in etwa 9 cm ist. Und habe natürlich dabei berücksichtigt, dass ich auch noch ein Offset habe. Von dem her ist das bei mir jetzt 99,9. Können wir eigentlich auch gleich 10 machen. Ne? 100 sind 10 cm. Genau. Gespiegelt habe ich ihn schon. Und jetzt kann ich hier noch die Einstellungen eingeben. Und zwar bei der Leistung eine 70, Geschwindigkeit eine 80, Durchgänge 2 und die Linien mache ich auf 100. Das sind meine Einstellungen. Und jetzt kann ich das natürlich auch speichern. Das heißt,
Stempel S1. Speichern. Und vielleicht auch hier noch, ich habe eine Frage gesehen, ob die Dateien, die ich mit dem M1 erstellt habe, ich die hier trotzdem verwenden kann, weil beim ersten Mal anschließen müssen wir ja ein Update machen. Die Dateien, ja, was euch verloren geht, ist die Einstellung. Also ihr habt gesehen, ich habe hier keine Voreinstellungen mehr. Das heißt, alles, was ich für den M1 gespeichert habe, ist weg. Macht aber auch Sinn, weil ich habe einen neuen Laser und muss die neuen Werte eingeben. Aber hier vielleicht auch der Tipp, da müsst ihr nicht jedes Mal nachgucken, sondern wenn ihr dann mal die richtige Einstellung für ein Material gefunden habt, könnt ihr die hier ganz einfach speichern. So, und jetzt kann ich hingehen, erstmal den Abstand messen, also einmal das Gerät verbinden, dann den Abstand messen, das heißt, ich lege das Stempelmaterial in den Laser rein und dann kann ich sagen, wo ich das gerne gelasert haben möchte, indem ich dieses rote Kreuz dann im Laser an die richtige Stelle platziere. Dann kann ich mein Motiv zu diesem roten Element hier hinschieben oder zu diesem roten Fadenkreuz und dann eigentlich auch schon anfangen mit Lasern. Und genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich lege hier mein Material schon mal rein. Kurz in die Mitte, wenn sich irgendwo was hebt. Na. Und übrigens, das finde ich auch eine super Erfindung, dass neu diese Magnete diese Haken haben, weil damit kriegt ihr die auch wesentlich besser wieder raus. Kurz festgemacht und jetzt nehme ich den Laser hier hin, damit er das messen kann. Er geht runter. Wenn er es gemessen hat, geht er wieder hoch, in die Ecke rüber und stößt diesen Bolzen wieder hoch und kommt zurück auf die Position. Jetzt schaue ich hier kurz, dass ich mein Material schön parallel hier hinten zum Wappengitter hinlege. Mache das hier sicherheitshalber noch ein bisschen fest, weil ich werde natürlich den Air Assist laufen lassen und aber auch den Filter, weil kleine Vorwarnung, das wird eine ziemlich staubige Sache. Da müsst ihr nachher auf jeden Fall den Laser putzen. So, jetzt machen wir hier. Ich habe gesehen, das reicht für mich gerade hier drüben in der Ecke, dass ich das dahin platzieren kann. Und dann kann ich mit dem Lasern eigentlich schon starten. So, und ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das nicht so oft mache, weil das hinterlässt echt richtig, richtig schön Staub. Das heißt, den Laser muss ich jetzt reinigen, aber wir machen jetzt hier kurz noch mit dem Stempel weiter, damit ihr das Ergebnis noch besser seht. Und so kommt das Ganze aus dem Laser raus, mit ziemlich viel Staub drauf. Was ich da jeweils mache, ich schneide das einfach hier knapp aus. Und damit gehe ich jetzt unter den Wasserhahn mit einer Zahnbürste und reinige das oder befreie das von dem ganzen Staub, damit das dann nachher auch so aussieht. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollte er in etwa so aussehen. Hat natürlich eine Weile gedauert, weil der schon groß ist im Verhältnis zu den normalen Stempeln, die man sonst hat. Aber ich wollte den so groß haben, weil ich da Weihnachtskarten damit machen will. Und jetzt gehe ich hin und schneide, ich habe hier mein Offset und entlang vom Offset schneide ich das jetzt aus. Schön vorsichtig. Man könnte es auch mit dem Laser machen, aber ihr habt schon gesehen, wie der Laser aussieht, nachdem ich das hier ausgelasert habe. Ja, da wollte ich jetzt nicht noch mehr Chaos verursachen. When the streams are getting
habe das Gefühl, das habe ich einigermaßen gut ausgeschnitten. Jetzt kommt der Mount ins Spiel, weil ich will den nicht auf einen Holzklotz aufkleben, sondern ich will den auf Acryl drauf machen können. Das eine Seite ist nicht klebrig, die andere Seite ist klebrig. Und auf die klebrige Seite müsstet ihr den drauf kleben. Ich schneide hier kurz ein Stück aus, was einigermaßen passend ist. Super, nicht gesehen, dass oben eine Überlappung ist. Bravo! So, nochmal. So, jetzt gucke ich, dass der schön gerade liegt. Löse hier die Schutzfolie ab. Und dann kommt der Stempel hier drauf. Und jetzt klebt das Ganze natürlich wie Bolle. Und da will ich nicht mit der Schere dahinter, sondern ich werde da ein Cutting Blade nehmen und das kurz so aufschneiden. Das heißt, ich schneide hier einfach entlang vom Stempel. Wenn ihr da sagt, da habt ihr gar keine Lust drauf, sowas zu machen, könnt ihr natürlich auch das Ganze auf einen Holzblock draufkleben. Geht auch. So, ich würde sagen, das passt. Und jetzt kann ich das halt eben entweder mit einem Stempelblock oder dem Stempeltool verwenden, indem ich hier hinten die Abdeckung löse. Gucken wir mal, wo ich den nachher haben möchte. Schön mittig auf die Karte drauf. Objektiv ein bisschen höher, da kann ich unten noch einen Spruch machen. So kann ich den holen. Jetzt stemple ich das erstmal ein paar Mal so auf ein Stück Papier, weil Stempelabdrücke werden ja meistens besser, wenn man die schon ein paar Mal verwendet hat. Ich habe beim Stempeln gemerkt, dass ich die Linien ein bisschen zu filigran gemacht habe und dadurch habe ich teilweise solche Fehlstellen. Das liegt nicht am Laser oder am Stempelmaterial, sondern einfach die Linien waren wirklich zu dünn. Und deshalb habe ich noch kurz einen Schriftzug gemacht, weil ich wollte noch einen Weihnachtsgruß in meine Muttersprache und deshalb hier kurz einen schöne Weihnacht Stempel gemacht. Und dann seht ihr auch gleich, man kann schon filigran gehen, aber der andere, der war wirklich zu filigran. Den schmeiße ich jetzt natürlich nicht weg, ne? Also den kann man immer noch mit kolorieren und so, dann fällt es auch nicht mehr so auf. Ja, wunderbar. Ihr seht, wie wunderbar filigran das geworden ist. Super Abdruck. Wenn ihr den W anguckt, das ist schon filigran, aber ja,
halt immer noch ein bisschen dicker als die Linien hier waren. Von dem her, na, stempeln ja, aber eben man muss sich auch Motive aussuchen, mit denen das auch wirklich funktioniert, ne? Aber so habe ich jetzt wunderbar meinen Weihnachtsstempel in meiner Muttersprache. Das finde ich super. Und hier ging auch das mit dem EZ-Mount ein bisschen einfacher oder mit dem Ausschneiden, weil es eine viereckige oder eine langeckige Form ist. Ging dann durchaus einfacher. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, dass ihr eben mit dem S1 Diodenlaser von Xtool, ich habe das 40 Watt Modul drin, ne, dass ihr damit auch wunderbar Stempel machen könnt. Das Einzige ist halt einfach, man muss den jetzt wirklich reinigen, weil das ist auch, es geht nicht nur darum, dass das Gerät richtig funktioniert, sondern es hat auch einen Sicherheitsaspekt, weil wenn da irgendwelche Sachen drin liegen, so kleine Elemente wie Resten von Holz, was man ausgeschnitten hat, dann kann sich das auch entflammen. Von dem her wirklich darauf achten, dass wenn ihr lasert, macht es euch zur Gewohnheit, wenn ihr fertig seid, einfach kurz den Laser auch zu reinigen. Jo, aber das war's jetzt. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass es euch gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!